Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Piano Tracker als interaktiven Begleiter für Ihre Klavierübungen nutzen können, um Ihre Spieltechnik zu verbessern. Wir fokussieren uns in diesem Video auf Piano Trackers Trainingsseite. Bevor wir direkt starten, möchten wir Sie auf unser anderes Video hinweisen, in dem erklärt wird, wie Sie Piano Tracker mit Ihrem Klavier oder Keyboard verbinden. Den Link finden Sie in der Videobeschreibung unten. Beginnen wir damit, wie man ein Musikstück öffnet. Es gibt 3 Arten, dies zu tun. Wenn Sie nicht wissen, welches Stück Sie spielen sollen oder sich inspirieren lassen wollen, besuchen Sie die Bibliothekseite. Dort haben wir eine Liste klassischer Stücke zusammengestellt, für Anfänger und fortgeschrittene Spieler. Klicken oder tippen Sie auf einen Titel, um ihn zu öffnen. Wenn Sie das Stück bereits kennen, können Sie direkt nach dem Titel, Komponist oder passenden Schlagwörtern suchen. Wenn Sie Stücke regelmäßig üben, ist es hilfreich, diese in einem Ordner zu speichern. Sie könnten zum Beispiel einen Trainings- oder Repertoireordner anlegen und dann die darin enthaltenen Stücke mit nur einem Klick öffnen. Sobald Sie ein Musikstück geöffnet haben, gelangen Sie zur Trainingsseite. Diese Seite ist so gestaltet, dass sie einem traditionellen Notenblatt ähnelt und sich auch so verhält. Auf kleineren Geräten wie Smartphones oder Tablets kann das Layout leicht abweichen. Die iPhone- und iPad-Apps bieten zusätzliche Schaltflächen für die Navigation und Bluetooth-Verbindung. Auf der Seite unten finden Sie das Trainingsmenü. Mit der linken Taste wechseln Sie zwischen den Menüs Training, Wiedergabe und mehr. Wir besprechen die einzelnen Menüpunkte in den nächsten Abschnitten. Beachten Sie, dass einige Aktionen erst verfügbar sind, wenn die App erfolgreich mit Ihrem Klavier oder Keyboard verbunden ist. Die Navigation ist intuitiv. Wischen Sie mit einem Finger nach links oder rechts oder klicken Sie auf die Seitenränder, um durch die Seiten zu blättern. Beim Erlernen eines Stücks ist es üblich, kleine Abschnitte zu üben, bevor man das gesamte Werk spielt. Klicken oder tippen Sie zweimal auf einen Takt, um diesen als Startpunkt festzulegen. Sobald Sie den Connect-Button gedrückt haben, können Sie loslegen und spielen. Piano Tracker folgt Ihrem Spiel in Echtzeit und gibt Feedback über Ihre Genauigkeit und Anschlagstärke. Eine grüne Note zeigt eine korrekt gespielte Note. Je mehr Grün, desto genauer Ihr Spiel. Eine rote Note bedeutet, dass diese Note nicht gespielt wurde. Ein hellroter vertikaler Balken markiert eine oder mehrere unerwartete Noten, die so nicht im Stück stehen. Blaue Noten zeigen korrekt gespielte Noten an, die jedoch leicht versetzt, also zu spät gespielt wurden. Ihr Tempogenauigkeit wird mit Pfeilen über den Noten angezeigt. Blaue Pfeile bedeuten, sie waren etwas zu langsam. Rote Pfeile bedeuten, sie waren etwas zu schnell. Auch die Spielintensität wird dargestellt. Größere Kreise zeigen stärkere Anschläge, sodass Sie erkennen können, ob Sie Akkorde gleichmäßig gespielt, eine Stimme richtig betont oder ein Crescendo sauber ausgeführt haben. Beim Üben werden Sie häufig eine Passage wieder und wieder spielen. Es gibt 4 Möglichkeiten, um zur Startposition zurückzukehren. 1. Drücken Sie den Reset-Button im Trainingsmenü. 2. Nutzen Sie die Auto-Reset-Funktion. Wenn aktiviert, setzt sich der Cursor zurück, sobald alle Tasten und Pedale für 2 Sekunden lang losgelassen werden. 3. Beginnen Sie einfach von vorne. Das funktioniert, wenn Start und die aktuelle Position nicht zu ähnlich sind. 4. Dies wird im Video nicht gezeigt, aber Sie können die Reset-Taste auf Ihrem Keyboard drücken. Entweder die äußerste linke oder rechte Taste, die bei der Kalibrierung festgelegt wurde. Um Hände getrennt zu üben, öffnen Sie die Einstellungen und wählen Sie die gewünschten Stimmen aus. Die Stimmenauswahl ist nicht auf linke oder rechte Hand beschränkt. Sie können auch einzelne Stimmen anwählen, was bei Stücken mit mehr als 2 Stimmen hilfreich ist. Jede Performance wird bewertet. Je höher die Punktzahlen und Bonuspunkte, desto genauer ist Ihr Spiel. Für alle, die mit dem Notenlesen nicht vertraut sind, Piano Tracker hat ein Mini-Keyboard, das die nächsten zu spielenden Tasten anzeigt. Klicken Sie auf das Tastatursymbol,
um das Mini-Keyboard ein- oder auszuschalten und zwischen verschiedenen Spielmodi zu wählen. Das mittlere C ist zur Orientierung in beige markiert. Lila Tasten zeigen die nächsten zu spielenden Tasten. Hellblaue Tasten zeigen die aktuell gedrückten Tasten. Es gibt zwei Spielmodi. Der freie Modus ist standardmäßig aktiviert, auch wenn das Mini-Keyboard nicht angezeigt wird. Das ist ein recht einzigartiges Feature. In diesem Modus versucht Piano Tracker, ihrem Spiel zu folgen, egal ob sie Noten falsch spielen oder vom Tempo abweichen. Der Schrittmodus wartet, bis alle Tasten eines Akkords gedrückt werden, bevor er weitergeht. Er eignet sich besonders für absolute Anfänger beim Erlernen neuer Stücke. Das Tempo kann auch angepasst werden. Sie können das gewünschte Tempo manuell mit den Plus- und Minustasten einstellen oder die automatische Tempoanpassung aktivieren, indem Sie das Metronomsymbol anklicken, bis es blau wird. Wenn aktiviert, passt sich das Tempo nach jedem Spiel Ihrem Durchschnittstempo an, sodass Sie bequem spielen können, ohne das exakte Tempo zu kennen. Die Wiedergabe der eigenen Performance ist wichtig. Anfänger nehmen ihr Spiel oft anders wahr, als es tatsächlich klingt. Um Ihr letztes Spiel anzuhören, drücken Sie den Replay-Button. Sie können zudem jederzeit die letzten 200 Performances pro Stück wiedergeben. Wechseln Sie hierzu in den Replay-Bereich und klicken Sie auf Load Previous Performances. Der Dialog zeigt, welche Takte gespielt wurden und deren Bewertungen. Je dunkler die Farbe, desto höher war die Bewertung. Sie können Ihr Spiel auch mit Ihren Freunden oder Lehrer teilen. Um sich mit einem anderen Piano-Tracker-Nutzer zu verbinden, nutzen Sie die Einstellungsseite auf der Piano-Tracker-Webseite. Wählen Sie eine Darbietung aus und drücken Sie den Teilen-Button statt dem Abspielen-Button. Nach dem Teilen erscheint die Performance unten im Dialog mit der Option, den Zugriff zu widerrufen. Der Empfänger sieht die geteilte Darbietung ebenfalls in seiner App hier an gleicher Stelle. Wiederholte Abschnitte sind standardmäßig eingeklappt. Um sie zu öffnen, nutzen Sie den Repeat-Button in den Einstellungen. Um den Fingersatz zu bearbeiten, öffnen Sie den Fingering-Mode in den Einstellungen. Um den Fingersatz für die lila markierte Note zu ändern, benutzen Sie die entsprechenden Zahl- oder Entfernen-Button. Mit den Pfeilen navigieren Sie zur gewünschten Note. Sie können mehrere Fingersätze für Triller und Fingerwechsel markieren. Zur Vertiefung Ihrer Übung können Sie das Musikstück transponieren. Wenn Sie zum Beispiel mit C-Dur vertraut sind, können Sie das Stück in diese Tonart transponieren, um das Üben und die Analyse zu erleichtern, bevor Sie schließlich zur Originaltonart zurückkehren. Wie gezeigt, ist dieses Musikstück nun nach C-Dur transponiert worden. Um das Zurücksetzen zu erleichtern, markiert Piano Tracker die Originaltonart im Auswahlmenü. Der Zoom-Level lässt sich in den Einstellungen ändern. Das Layout passt sich automatisch für optimale Lesbarkeit an. Damit endet unsere Übersicht. Wir haben die wichtigsten Funktionen der Trainingsseite von Piano Tracker vorgestellt. Piano Tracker ist intuitiv und bietet zudem eine Menge nützlicher Funktionen. Probieren Sie es aus. Vielen Dank fürs Zuschauen.